Hi, wir sind Alex und Jens. Wir haben Thriving Green vor einem Jahr gegründet und wollen damit die Hungersnot in Kenia bekämpfen. Die UN spricht von der größten humanitären Katastrophe, doch für uns ist Hunger das größte lösbare Problem der Welt. Wir machen Landwirtschaft dort möglich, wo sie gestern noch undenkbar war. Das ist unsere Vision. Deshalb bauen wir das Superfood Spirulina direkt vor Ort in Kenia an und machen damit das Unmögliche möglich. Landwirtschaft in der Wüste. Aber warum eigentlich Spirulina, Alex? Das hier ist übrigens Spirulina, hier als Getränk. Die UN bezeichnet Spirulina als das beste Essen der Zukunft. Ein Superfood für alle, das gesund ist und auch bei uns beliebt. Mit diesem Superfood können wir Leben retten. Dieses Jahr haben wir bereits unsere erste Anlage in Kenia aufgebaut und können damit über 100 Menschen ernähren. Die Leute sind begeistert, sie fühlen sich besser und sind deutlich gesünder. Wir sind stolz darauf, über 100 Menschen mit Spirulina zu versorgen. Doch in der Region gibt es über 500.000 Menschen, die an Hunger leiden. Wir haben das Leid mit eigenen Augen gesehen. Menschen, die zu schwach sind, aufzustehen. Kinder, die sich nicht richtig entwickeln können. Das ist der Alltag in der Region. Wir wollen genau diesen Menschen eine Chance geben und brauchen dafür deine Unterstützung. Mit deiner Spende gibst du uns die Möglichkeit, neue Zuchtbecken aufzubauen, Menschen zu Superfood-Bauern auszubilden und immer mehr Menschen zu erreichen. Aber wie ist unser Projekt eigentlich gestartet? Wir nehmen euch mit auf eine kleine Reise. Als ich spät abends eine Dokumentation über die Turkana-Region im Norden Kenias sah und über die Problematik, war ich zutiefst betrübt. Die Hungersnot breitet sich immer weiter aus. Millionen Menschen und besonders Kinder drohen zu verhungern. Anhaltende Dürre, keine Landwirtschaft, verendendes Vieh. All das verursacht unvorstellbares Leid. Durch den Klimawandel verschärft sich die Situation jeden Tag drastisch. Für viele Menschen ist Flucht der einzige Ausweg. Als Biologe wusste ich, dass es Organismen gibt, die unter diesen extremen Umständen überleben und angebaut werden können. Nach intensiver Forschung habe ich das perfekte Lebensmittel für die Region gefunden. Spirulina. Das war der zündende Funke für unser Projekt. Spirulina als Lösung für den Hunger vor Ort. Aber wie sieht unser Konzept genau aus? Zunächst bauen wir zusammen mit den einheimischen Zuchtbecken und befüllen sie mit Wasser. Dann setzen wir Spirulina ein, das im Wasser sehr schnell wächst. Uns ist wichtig, dass die Menschen es eigenständig vor Ort betreiben können. Daher bilden wir sie aus, im Anbau, Betrieb und Verkauf. Dadurch können die Bauern sich selbst, ihre Familien und ihr ganzes Dorf ernähren. Auf der anderen Seite können sie es zu fairen Preisen verkaufen und somit sogar ein eigenes Einkommen erzielen. Zeit, Spirulina etwas genauer zu betrachten. Warum nochmal, Jens? Ist Spirulina eigentlich ein Superfood? Spirulina ist eine der ältesten Organismen der Welt. Da steckt die ganze Erfahrung der Natur drin. Spirulina hat einen hohen Energiegehalt, hat 6-mal mehr Proteine als Eier und enthält viele lebensnotwendige Vitamine. Aber selbst der Anbau ist hocheffektiv. Wir haben 10-mal mehr Ertrag als mit Weizen und verbrauchen nur 1% des Wassers, das zur Rinderzucht notwendig ist. Wir schützen auch noch die Umwelt, 14-mal besser als der Regenwald. Dieses einmalige Lebensmittel bauen wir bereits erfolgreich vor Ort an. Derzeit haben wir 6 Zuchtbecken und können täglich ernten. Wir sind sehr stolz, dass wir mit dieser Anlage nicht nur Leben retten, sondern dem ganzen Dorf eine nachhaltige Perspektive bieten können. Es hat enormes Potenzial, nicht nur in Afrika, sondern überall auf der Welt, wo solche ähnliche Konditionen herrschen. Und dass genau diese Alge in Kenia wächst und gedeiht. Ich denke, das ist etwas, was es sonst so nicht gibt an Projekten, gerade an nachhaltigen und sozialen Projekten. Mit unserer Innovation konnten wir bereits zahlreiche Preise gewinnen. Besonders stolz sind wir auf den Green Tech Award, den größten Umweltpreis der Welt, bekannt aus ProSieben. Und ich weiß noch, wie Alex ankam und gesagt hat, hey, ich habe so eine Idee, lasst uns Spirulina in Afrika anbauen. Und wir alle so, was ist Spirulina? Und jetzt, nur ein Jahr später, bin ich begeistert, dass aus einer kleinen Idee ein so international bekanntes und erfolgreiches Projekt werden konnte. Und das Team hinter Thriving Green steckt so viel Energie rein und packt selber so kräftig mit an, dass ich fest davon überzeugt bin, dass das nicht nur eine kurzfristige Idee ist, sondern dass das wirklich langfristig sehr erfolgreich sein wird. Mich begeistert an unserem Projekt, dass wir mit deiner Unterstützung nicht nur die Menschen mit einem gesunden Lebensmittel hocheffizient ernähren, sondern ihnen auch finanziell helfen können. Ich bin ganz sicher, dass Thriving Green weiter selber thriven wird
und ein großer Erfolg wird. Und auf jeden Fall sollte man dieses Projekt weiter unterstützen. Unterstützt jetzt das Projekt und helft mit, dem Hunger in der Welt den Kampf anzusagen.